In schwierigen Lebenssituationen entwickeln Menschen manchmal Suizidgedanken. Eine Suizidhandlung ist jedoch etwas anderes. Konrad Michel ist Professor für Psychiatrie an der Universität Bern in der Schweiz. In über 40 Jahren hat er Hunderte von Interviews mit Menschen nach einem Suizidversuch geführt. Im gängigen medizinischen Modell wird Suizid als Folge psychischer Störungen wie Depressionen verstanden. Fachleute fragen daher suizidgefährdete Patienten in erster Linie nach Symptomen psychischer Störungen und nicht nach ihren persönlichen Suizidgründen. Es ist, als ob medizinische Fachleute und suizidale Patienten unterschiedliche Sprachen sprechen. Suizidgefährdete Patienten suchen oft keine Hilfe, aus Angst, nicht verstanden oder in eine psychiatrische Klinik eingewiesen zu werden. Dr. Michel und Dr. Wallach haben einen neuen Ansatz entwickelt, um suizidale Menschen zu verstehen. 1997 veröffentlichten sie erstmals eine Fallstudie mit dem Titel »Suizid als zielgerichtete Handlung«. Sie erkannten, dass das unmittelbare Ziel einer suizidalen Person darin besteht, einen unerträglichen und bedrohlichen inneren Schmerz zu beenden. Das Alarmsystem reagiert auf diese existenzielle Bedrohung, als stünden wir einem Löwen gegenüber. Die Amygdala, das Alarmsystem des Gehirns, aktiviert das Stresssystem. Das Stresssystem übernimmt die Kontrolle und setzt den präfrontalen Kortex, den Bereich des Gehirns, der für die rationale Problemlösung verantwortlich ist, außer Kraft. In diesem Zustand können wir nicht mehr überlegt handeln. Das Stresssystem steuert uns wie ein Roboter mit Suizid als unmittelbarem Ziel. Dr. Michel und Dr. Wallach baten die Patienten, ihnen den Hintergrund ihrer suizidalen Krise zu erklären. In den Geschichten dieser Menschen stießen sie häufig auf traumatische Erfahrungen wie Trennung, Ablehnung, Gewalt und Missbrauch. Ähnliche Erfahrungen im Laufe des Lebens lösen wiederum psychische Schmerzen und suizidale Krisen aus. Menschen behalten diese unangenehmen Gefühle oft für sich, verstecken sich hinter einer Maske und tun so, als wäre alles okay. Dies verschlimmert die Situation. Mit einer vertrauenswürdigen Person über Schmerz und Scham zu sprechen, ist der erste wichtige Schritt. Das Ziel ist, das eigene Suizidrisiko zu verstehen und zu lernen, mit zukünftigen suizidalen Krisen besser umzugehen. Therapien können das Suizidrisiko langfristig verkleinern. Eine solche Therapie ist ASIP. In einer Studie reduzierte diese Kurztherapie das Risiko zukünftiger Suizidversuche um 80%. Therapeuten müssen sich die Zeit nehmen, den Patienten zuzuhören und ihnen helfen zu erkennen, dass Suizid keine überlegte Handlung ist, dass sie sich der Warnzeichen bewusst werden und die Strategien kennen, wie sie mit zukünftigen Krisen umgehen können. Erfahre mehr darüber im Buch von Konrad Michel, momentan nur auf Englisch.